Herr Stern, im Laufe Ihres Lebens machten Sie immer wieder spirituelle Erfahrungen. Beginnen möchte ich mit 2 nahtodähnlichen Erfahrungen, die Sie erlebt hatten. Wie kam das und was erlebten Sie? Also meine erste Nahtoderfahrung, wenn ich sie so bezeichnen kann, liegt schon einige Jahre zurück, circa 24 Jahre. Das heißt, ich war durch persönlichen Stress, der sich angehäuft hat, ist das Ganze ausgelöst worden. Das ist letztendlich mehr oder weniger, so sehe ich, zu einem beinahe oder ganzen Herzstillstand gekommen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nur, was dann passiert ist. Ich habe versucht, meinen Puls zu messen, weil mir übel wurde, und habe mich aufs Bett gelegt. Es war so am Abend um 10 Uhr und ich hatte wirklich Stress, der mich einfach in diese Situation gebracht hat. Und plötzlich ich spüre meinen Puls nicht mehr. Ich war zwar noch bei Bewusstsein, aber ich habe dann die Panik bekommen, und mit einer Sekunde bin ich über dem Bett geschwebt. Ich habe aber nicht nach unten gesehen, sondern zur Decke rauf. Und von der Decke runter war plötzlich eine Öffnung, und da kamen 4 Hände raus und die wollten mich mitnehmen. Denn die eine Stimme, es waren 2 männliche Stimmen, und die eine sagte zum anderen, ob mir jetzt bewusst ist ihm bewusst, dass er sterben wird. Das Sterben wird hat er gar nicht mehr ausgesprochen, weil da wurde ich panisch und habe mich zu wehren begonnen. Und ich habe immer wieder gerufen, ich will und ich werde nicht sterben. Und plötzlich war ich in einer Situation, dass ich hinter einem Holzschuppen stehe, der in etwa die Maße 10 mal 7 Meter hatte. Da bin ich reingelaufen, weil ich gemerkt habe, dass ich verfolgt werde von Gestalten. Und da war in der linken Ecke war ein Heuhaufen, und da habe ich mich verkrochen da drinnen. Die Tür war zwar geschlossen, aber ich konnte durch die Tür durchsehen, und da sind 3, 4 so Kapuzenmänner draußen gestanden. Sie waren verhüllt und die Gesichter konnte man nicht erkennen. Also nur hatten so braune, dunkle Kutten an. Und die haben mich gesucht. Und ich wusste das. Und ich wusste auch, ich konnte mich vor denen nicht verstecken, denn sie haben die Spur praktisch aufgenommen, wie ein Spürhund eben die Spur aufnimmt. Sie wussten, wo ich bin. Und in dem Moment, wo sie die Tür öffneten, war ich wieder weg über der Decke. Und ich möchte noch hinzufügen, ich habe vorher noch und ich bin mir sicher, dass das meine Großmutter war. Ich war 8 Jahre alt, sie verstorben ist. Ich kannte sie also noch. Und eine Tante von mir, die in sehr jungen Jahren gestorben ist, habe ich noch gesehen. Und beide hatten weiße Kleider an. Es war da jetzt kein Licht oder so etwas oder eine Tunnelerfahrung, gar nichts. Die waren plötzlich da. Ich hab sie gesehen, wahrgenommen und auch erkannt, meine Großmutter. Und das Bild ist auch dann verschwunden. Ich bin durch einen Schlag in meinen Körper zurückgefahren. Und ich muss auch sagen, es war nicht schmerzhaftes Zurückkommen. Ich war plötzlich drinnen. Und ich habe dann, es dürften Muskelkontraktionen gewesen sein, so sehe ich das heute, die meinen Körper einen Schlag versetzten, dass ich beinahe aus dem Bett gefallen wäre. Ich habe zwar auch den Arzt angerufen, und der hatte nichts feststellen können, außer dass ich eben einen erhöhten Puls hatte. Und ja, das war die erste Erfahrung. Haben Sie für sich eine Erklärung gefunden, was das für Gestalten waren, die Sie da verfolgt haben? Menschen sind bildhafte Wesen, und wir sehen eben alles in Bildern. So erleben wir auch diese Welt, und die Welt drüben ist dasselbe. Äh, ja, die Erklärung für mich, der seelische, schlechte, labile Zustand, in dem ich damals war, in diesem Stress, der ist mir in dieser Form begegnet. Das heißt, ich habe mich gegen diesen Abgang, sage ich mal, vereinfacht gewehrt. Das heißt, es wären dann diese Leute gekommen oder Wesen gekommen, um mich abzuholen. Und warum, warum ich letzten Endes nicht mitgeben musste, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es war der Kampf meines Lebens. Ich habe gekämpft wie ein Löwe, also innerlich. Haben Sie noch Erinnerungen an die verstorbenen Verwandten, die Sie gesehen haben? Ja, die Großmutter habe ich Erinnerung. Ich war 8 Jahre alt, als sie gestorben ist. Ich habe sie also noch gekannt und erlebt.
Und ich habe mit ihr nicht gesprochen, komischerweise. Sie hat auch mit mir nicht gesprochen, sie hat mich nur angesehen. Und die andere, ich glaube, das war meine Tante, die ist aber schon in den 30er Jahren gestorben, so zwischen 30 und 40. Äh, Die hat mich auch nur angesehen. Gesprochen wurde nichts. Sie haben diese Verwandten gesehen gegen Ende Ihrer Nahtoderfahrung? Nein, das war am Anfang. Und dann sind diese Hände von oben gekommen und dann war das Ereignis da in diesem Schuppen. Sie hatten noch eine weitere nahtoдэhnliche Erfahrung? Das war 2 oder 2,5 Jahre später. Komischerweise bei mir ereignet es, dass das immer um 10 Uhr abends, es war nämlich auch 10 Uhr abends. Ich ging wieder zu Bett. Mein Zustand war allerdings nicht wie bei der vorhergehenden. Ich war relativ ausgeglichen. Und plötzlich überkam mich man nennt es Katalepsie, glaube ich, also eine Starre. Viele Leute erklären das mit Schlafstarre. Es ist aber absoluter Unsinn. Es hat nichts mit der Schlafstarre zu tun, denn ich konnte nur denken und die Augäpfel bewegen. Und wie man weiß, dieser Starre auch Hunde und Katzen zappeln herum. Das konnte ich nicht. Und es war ein Bekannter bei mir. Wir wollten eine Bergwanderung am nächsten Tag machen und er hatte eine weitere Anfahrt. Jetzt ist er bei mir über Nacht geblieben. Er hat sich ein Fußballspiel angeschaut im Wohnzimmer und ich habe mich niedergelegt. Die Tür war noch ein bisschen offen. Und plötzlich verspüre ich diese Starre. Und in diesem Moment, ich wusste nicht, wie ich da rauskommen sollte, öffnet sich wieder an der Decke ein großes Loch und da schaut ein Mann rein. Ich war zuerst entsetzt, dachte, wer ist das? Und er hatte dunkle Haare, gewellte dunkle Haare, Kleidung, ich glaube, er war weiß gekleidet. Ich habe nur Brustbild gesehen von ihm. Und der spricht mich plötzlich an und sagt zu mir, bist du bereit zu kommen? Ich schaue den an und sage, nein, jetzt noch nicht, später. Ja, und er sagt, okay, dann später. Hat er gesagt. Also nicht okay, er hat gesagt, dann später. Das war ein kurzer Satz. Dann hat sich das geschlossen, aber ich konnte mich dennoch nicht bewegen. Also dachte ich, wie mache ich das jetzt? Mein Freund hat Michi geheißen, Michael. Er saß draußen. Ich wusste, er sitzt draußen. Komischerweise, ich konnte den Kopf nicht drehen und ich sah ihn dennoch auf der Couch sitzen, sein Fußballspiel ansehen. Und ich dachte dann, ich muss mich in einen Traum rüber retten. Und in diesem Traum muss ich ihn rufen und dann wird er mir aufhelfen. Und dieser Michael wir waren zwar gute Freunde, aber er hat in diese Thematik betreffend, sei still, bitte erzähl mir sowas nicht, das ist Unsinn. Das war sein Tenor. Ja, und ich bin dann tatsächlich eingeschlafen und war dann wieder in den Zimmer, in den Zustand, ich war aber im Schlafzustand. Und ich rufe dann, Michael, Michael, komm, hilf mir auf, ich kann mich nicht bewegen. In Wahrheit war aber Michael schon längst ins Bett gegangen, er hat schon geschlafen. Und dann ist Michael gekommen und hat mir aufgeholfen, hat mich nur an der Hand genommen, im Bett aufgesessen und ich sage Danke. Das war's. Und da bin ich eingeschlafen. Am nächsten Tag kommt er um 5 Uhr früh und ich sage zu ihm, ich hatte heute eine absolut verrückte Geschichte. Habe sie mir erzählt und bevor ich fertig war mit Erzählen, sagte er, ich hatte einen Traum heute Nacht und da hast du mich gerufen, ich soll dir aufhelfen. Er ist ins Zimmer dann gekommen in seinem Traum, hat mich an der Hand genommen und hochgezogen. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich sagen soll und er erst recht nicht mehr. Und von dem Tag an hat er dann seine Einstellung ein bisschen geändert. Also war das in diesem Sinne ein außerkörperliches Erlebnis, das Sie und Ihr Freund gleichzeitig da erlebt haben? Kann man dir ehrlich gesagt gar nichts vorstellen, weil ich bewusst war, ich liege im Bett. Und in diesem Traum habe ich ja nur nach seiner Hilfe gerufen, die ich dann auch bekommen habe. Also vielleicht sein Geistwesen, wer immer da gekommen ist und mich berührt hat, an meiner geistigen Hand, glaube ich. Mehr war das nicht. Es ist sonderbar. Ich musste damals wirklich lachen. Herr Stern, Sie erlebten auch noch mehrere Nachtodkontakte mit Ihrer Mutter und Ihrem Vater. Was sind da Ihre Erinnerungen? Ich hatte ja zu meinem Vater nicht das beste Verhältnis. Ich sage jetzt nicht, wir hassen uns, aber ich nicht das beste Verhältnis. Und als er gestorben ist, ich habe es erst später erfahren, ich hatte damals einen Traum, er ist weggegangen, ich wollte ihm noch die Hand geben und er hat sich einmal einfach umgedreht und ist gegangen. Und ich dachte noch, warum bist du böse auf mich? Eigentlich hätte ich Grund, auf dich böse zu sein.
okay, das war dann so. Und 18 Jahre später hatte ich einen Traum, dass ich ihn gesehen habe und er war 2 Köpfe größer als ich. Und ich dachte, warum ist er 2 Köpfe größer? Gut, okay, er ist 2 Köpfe größer. Ich bin hingegangen, habe ihn umarmt und habe gesagt, hallo Vater. Und er mich auch. Das heißt, er hat scheinbar in dieser Zeit, in dieser anderen Welt, in der er heute noch ist, scheinbar eine Aufarbeitung begonnen und ist auch zu gewissen Einsichten gekommen, ja. Und er konnte dann mich so annehmen, wie ich bin. Und er hat auch wahrscheinlich die Einsicht darüber bekommen, dass der Fehler wahrscheinlich sogar bei ihm lag, warum es nicht funktioniert hat. Dann hatte ich noch einen zweiten Traum von ihm, da war es eigentlich dasselbe. Und ich wusste in dem Moment, da hat ein Verzeihen stattgefunden. Und ich wusste, ich habe ihm längst verziehen, wirklich längst. Äh, Meine Frau kann bestätigen, ich habe über meinen Vater nie in den Jahrzehnten, mit der ich meiner Frau zusammen bin, ein schlechtes Wort gesprochen. Das heißt, ich habe ihm längst verziehen, weil ich weiß, dass er ein sehr hartes Leben hatte. Ich kann nicht immer an den anderen die Schuld suchen. Ich muss natürlich auch berücksichtigen, dass andere Menschen ihre Probleme haben und auch keine Engel sind. Das ist selbstverständlich. Und da wusste ich, dass er begonnen hat, sich selbst zu verzeihen und dass dieses 2 Köpfe größer bedeutet, er ist innerlich gereift und gewachsen. Sie hatten auch noch einen Nachtodkontakt mit Ihrer Mutter. Entschuldigt, das war für mich der absolute Beweis, obwohl ich immer wusste, dass wir nicht nur dieses irdische Leben zu absolvieren haben, in dieser Schule des Lebens, durch die Schule des Lebens gehen, sondern dass es weitergeht. Die Erfahrung habe ich schon mit 6 Jahren gemacht. Von da an wusste ich, da ist etwas. Und bei dieser Erfahrung, als meine Mutter gegangen ist, es war auf den Tag genau 4 Monate nach dem Tod meiner Mutter, es war im März ist sie gestorben, April, Mai, Juni, im Juli also, es war am 22. Juli. Ich bin ins Ausland gefahren, ich war 1600 Kilometer von zu Hause weg, war bei meinem Wochenendhaus, sage ich mal, und hatte noch gewisse Arbeiten zu machen. Und in dieser Nacht, 22. Juli 2020 war das, hatte ich einen sonderbaren Traum. Ich bin um 10 Uhr ins Bett gegangen und wir hatten 1 Stunde Zeitverschiebung. Also wenn es bei uns 9 Uhr war, war es dort 10 Uhr. Durch die Arbeit müde bin ich nicht, ein bisschen früher habe ich mich niedergelegt. Und plötzlich erwache ich schätze 1 Stunde oder 1,5 nach dem zu Bett gehen, erwachte ich und setzte mich im Bett auf und dachte, was soll dieser Traum jetzt? Ich habe meine Mutter gesehen, und zwar in dem Zimmer, in dem sie bei mir gestorben ist. Ich habe sie ja bis zum Schluss gepflegt. Und als der Bestatter kam, stellte er den Sarg neben das Bett. Das war ja das Merkwürdige dran. Aber wo der Sarg stand, stand dann das Bett meiner Mutter. Das heißt, es deutet schon mal auf Tod hin. Dann lag sie käsekreidebleich im Bett und hatte ein weißes Tuch um den Hals. Das hat mich dann weiter verwundert. Was soll das? Und plötzlich spricht sie mich an und ich nenne jetzt den Namen nicht von der Frau. Und sie sagt, ist die Susi, weißt du, dass die Susi tot ist? Und ich denke, was spricht sie da? Warum? Wieso? Und der zweite Satz von ihr war, das, was mich noch mehr verwundert hat, stimmt es, dass, also meine kleine Tochter, meine Schwester praktisch, ihre kleine Tochter, dass sie sterbenskrank ist. Das hat sie ja gewusst, bevor sie gegangen ist, dass die Lungenkrebs hat. Und ich sagte, ja, das stimmt. Das hat sie scheinbar verdrängt, ich weiß nicht. Sie wusste es nicht, sicher. Sie hat mich gefragt. Und ich sagte, ja, das stimmt. Dann war sie weg. Und 2 Tage später ruft mich dann meine Frau an und sagt, aus diesem und jenen Dorf hat sich jemand umgebracht, also erweiterten Selbstmord, und er hat seine Mutter und seine Frau mitgenommen, weil er sie nicht ins Altenheim und ins Pflegeheim geben wollte. Hat es noch immer nicht geschalten bei mir. Ich habe es einfach verdrängt, denn ich habe mit diesem Mann vorher noch gesprochen und ich habe explizit, habe ich ihn darauf angesprochen und habe gesagt, lass Selbstmord. Ich habe irgendwas gespürt bei ihm. Lass Selbstmord, es bringt nichts. Er hat mich nur so angeschaut und hat mich reden lassen. Und sage, weil wenn du ein Mensch, ich habe nicht gesagt du explizit, sondern wenn ein Mensch das macht, die Probleme bleiben, die nimmst du mit, als würdest du ins Ausland gehen.
weil du Probleme in deinem Land hast. Du nimmst die Probleme mit und auch rüber nimmst du die Probleme mit. Und er hat mich nur so merkwürdig angeschaut immer. So wie, ja, red nur. Ich glaube das sowieso nicht. Okay, gut, er hat mir es nicht geglaubt. Leider war das dann so und 2 Tage später sagt meine Frau, dass er das war. Ich bin aus allen Wolken gefallen, überhaupt, weil meine Mutter das genau, es war der Tatzeitpunkt, hat sogar gestimmt. Es war circa 9 Uhr bei uns am Abend. Also eine Stunde später, dort 10 Uhr. Woher kann mir im Traum meine Mutter sagen, dass meine Bekannte tot ist? In diesem Moment, wo sie gestorben ist. Also das hat auch meine Frau sehr zum Nachdenken gebracht. Ja. Und Herr Schuling, wenn ich noch dazu sagen darf, generell auch was jetzt vielleicht, wenn Sie die Sache mit dem Hund ansprechen, dass wir generell, glaube ich, wir Menschen sollten alte Verhaltens- und Gedankenmuster zuerst mal über Bord werfen und vielleicht Neues in unser Leben lassen, um wirklich zu verstehen, dass es Dinge gibt, die wir einfach nicht verstehen, die wir versuchen zu verstehen, aber weil es da ja, es ist ja eine Glaubenssache. Und Beweise, habe ich schon gesagt, gibt's ja nicht, weil niemand mit Geräten in die andere Welt reisen kann, um Beweise herüberzuschaffen. Das ist klar. Und darum heißt es ja auch Glaube, der Glaube daran. Herr Stern, besonders eindrücklich war auch die Nachtoderfahrung mit Ihrem verstorbenen Hund. Wie geschah das? Es war so, dass wir eben, der Sohn wollte einen Hund haben und ich habe gesagt, ich kaufe keinen. Mit dir mache ich kein Geschäft, ich verkaufe und kaufe nicht. Es hat sich dann so ergeben, dass sich einige Monate, vielleicht ein halbes Jahr später, durch einen Besuch bei einer Familie im Ausland, durch die Firma, die ich dort entsendet wurde, zu diesem Hund gekommen bin. Ich gehe bei dem Garten da rein, der sprengt mich an, ist gleich ganz fröhlich und der Mann sagt, du kannst ihn mitnehmen. Ich dachte, ja, der wollte doch so einen Hund, einen Berner Sennenhund. Ja, weil der bisselt immer zu den Tuyen und den können sie nicht mehr brauchen. Okay. Eine lustige Nebenbemerkung, die Frau, die den Hund hatte, war Lehrerin und meine Frau ist auch Lehrerin. Er ist wieder zur Lehrerin gekommen. Das war irgendwie witzig. Ich habe den dann abgeholt und der war sofort Feuer und Flamme für uns. Wirklich, das hat man gemerkt. Und er ist nicht mehr von der Seite gegangen. Und ich kann auch ohne Übertreibung sagen, er war wirklich der einzige und beste Freund, den wir hatten. Leider war es dann so, als der Hund 2016 im September, es war der 27. September um 17:10 Uhr gestorben ist, waren wir beide einfach am Boden zerstört. Und ich dachte mir, es kann nicht sein, dass es nur mit Menschen weitergeht. Ich will einfach, dass ich weiß, dass dem Hund gut geht. Und ich will ein Zeichen einfach. Das war so mein innerster Wunsch. Und tatsächlich in dieser Nacht also das war die zweite Nacht, ist etwas Sonderbares passiert, dass ich den Computer auf einem Tisch neben meinem Bett stehen hatte. Und plötzlich, was nie erwacht ist, dass wir nie erwacht sind, gemeinsam, hellwach plötzlich und konzentriert auf diesen Computer. Haben wir beide hingesehen, meine Frau und ich. Und sie sagt noch zu mir, hast du das Licht, den Computer nicht ausgeschaltet, da brennt ein Licht. Und er war mit einer Decke abgedeckt, um ihn vor Staub zu schützen. Und ich sage, doch, habe ich ihn abgeschalten. Und ich schaue dann, tu das Tuch weg und sehe, da liegt eine kleine Plastikglühbirne als Auto, also für Autoschlüssel oder Schlüsselanhänger. Der hatte aber keine Stromversorgung. Und das war das Sonderbare dabei, wo wir alle beide an unserem Verstand gezweifelt haben. Die hat wirklich geleuchtet. In dem Moment, als ich die Glühbirne in die Hand nahm, erlosch sie. Ich schätze, die hat 20 Sekunden geleuchtet. Und in dem Moment wusste ich, das war das Zeichen, das ich eigentlich haben wollte. Und Monate später hatte ich einen Traum. Ich sah genau unseren Hund, es war ein Hochhaus. Ich wusste, es war ein Hochhaus und circa im 5., 6. Stock muss ich gewesen sein. Vom Gefühl her, ich weiß nicht, warum ich das weiß, ich wusste es. Öffnete sich vom Korridor aus, habe ich runtergeblickt, rechts die Tür, da kam unser Hund raus, ein Stück kleiner und dann ein Mann hinten dran, so um die maximal 40, sage ich jetzt mal. Hatte vorne eine Glatze, seitlich Haare und er geht mit ihm raus. Der Mann hat mich nicht gesehen, aber der Hund. Und er hat mir durch seine Blicke vermittelt, konnte ich entnehmen, dass er hier nicht glücklich ist, aber der Mann geht wenigstens mit ihm spazieren. Das war ihm einfach wichtig, weil er hat es geliebt, mit uns spazieren zu gehen.
Das war dann ein Traum von ihm. Ja. Ja, und dann genau 14 Monate nach seinem Tod, das war 17 im November, ist meine Frau spazieren gegangen. Sie geht immer eine Runde, ihre 5 Kilometer so nach der Arbeit, damit sie sich ein bisschen durchlüftet. Und es ist schon dunkel geworden, es war später und sie sagte zu mir, rief sie mich an, kannst du mich abholen, es wird mir schon zu dunkel, ich fühle mich nicht so wohl. Und sie sagt, wo sie ist und ich weiß genau, wenn ich jetzt losgehe, diesen Weg, das waren 2 Straßen, die sind so zusammengekommen, spitzen Winkel. Und an dieser Spitze sollten wir uns treffen. Das ist sich dann letztendlich auch ausgegangen. Und das ist eine Straße, den Bach entlang, eine Schotterstraße. Eigentlich ist es ja eine Sackgasse, aber die Einheimischen wissen den Schleichweg und können da manchmal fahren. Und gerade an diesem Tag, komischerweise, als ich runterging, meine Frau abholt, kam ein Auto. Im Monat vielleicht einmal, wenn es wahr ist. Und ich spüre ständig einen Hund hinter mir. Also gerade, dass ich ihn nicht hecheln gehört habe, wirklich das intensiv starke Gefühl, ein Hund hinter mir. Ich drehe mich ständig um, es ist aber kein Hund da. Und in dem Moment kommt das Auto, ich rücke in die Scheinwerfer, in den Kegel, Scheinwerferkegel dieses Autos. Und meine Frau war gegenüberliegend auf den spitz zulaufenden Weg, es war vielleicht 150, 200 Meter, und sah da jemanden gehen, hat sie mir dann erzählt. Aber der Mann hat den Hund im Schlepptau. Und jetzt dachte sie, das bin ich nicht. Also, als wir uns getroffen haben, sagt sie, ich dachte nicht, dass du das bist, weil da war ein Mann mit einem großen Hund. Sag ich, komisch, ich habe immer gespürt, da ist ein Hund hinter mir. Dachten uns nichts weiter dabei, gingen zurück und nach 100 Meter war auf der linken Seite war die Wiese nicht komplett gemäht. Es war so ein schmaler Streifen mit hohem Gras. Und plötzlich rauscht etwas auf uns zu, etwas blau, weißlich, silberweißliches in quadratischer Form, so groß wie eben ein Berner Sennenhund ist und hatte hinten 3 Zacken. Und zwar ein Huscher, das Ganze hat 2 Sekunden vielleicht gedauert und hörte auch ein sonderbares Zischen und das Gras hat sich sogar bewegt. Und wir sind wirklich beide im selben Moment, haben wir einen Sprung auf die rechte Seite gemacht. Und beide sagten im selben Moment, das war unser Hund. Er will spazieren gehen. Dann sind wir nach Hause gegangen. Und als ich beim Gartentor reinkam, hatte ich das Häuschen, das der Hund genutzt hat. Das war eine Überdachung mit dem Sitzplatz. Hat der Hund immer geschlafen, war meistens, außer im Winter. Und da stand mein Motorrad. Und irgendwas hat den Blick auf das Motorrad gezogen. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich da, den hat nicht ich drauf gemacht, war ein Aufkleber drauf, genau in der Form, wie sich der Hund gezeigt hat, in einem blauen Quadrat, ein Rechteck mit 3 Zacken hinten dran. Und das war für mich so eine Information, schau her, ich bin's, da habe ich geschlafen. Es ist zwar irgendwo nebensächlich, das Ganze. Für mich war das einfach ein sehr starkes Indiz dafür, dass er mir das sagen will. Und zwar, das war mein Platz. Und jetzt schläft das Motorrad da. Ja. Das war dann das Letzte, was wir vom Hund gehört haben. Außer, dass er einmal, kann man jetzt sagen, das habe ich mir eingebildet, nicht schlafen konnte, absolut 2 Stunden gekämpft um den Schlaf, keine Chance. Und auf einmal sehe ich den Hund zu meinem Bett kommen. Ich habe ihn gestreichelt und dann bin ich eingeschlafen. Also dann sind Sie von einem Weiterleben eines Hundes oder der Tiere überzeugt? Jetzt auf jeden Fall. Was für Auswirkungen hatten all diese besonderen Erlebnisse auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Diese Erlebnisse haben absolut nichts verändert oder erneuert in meinem Weltbild, denn ich wusste eigentlich, wie ich schon gesagt habe, seit dem 6. Lebensjahr habe ich ja Erfahrungen gemacht mit dieser Thematik. Sind wir, sagen wir so, aufgezwungen worden, weil als Kind mit 6 Jahren beschäftigt sich kein Kind mit dem Thema, sondern es hat immer ein Schlüsselerlebnis gegeben, das mich einfach innerlich wissen ließ, das ist was, ich komme woher und ich gehe wohin. Und zwar indem mir gesagt wurde, nachdem ich mein Leben mit 6 Jahren schon abgelehnt habe, warum weiß ich nicht, ich will dieses Leben nicht, hat es geheißen, das ist dein Leben, das musst du leben. Ich war sprachlos damals. Dann sind Sie auch von einer Wiedergeburt überzeugt. Von der bin ich überzeugt. Absolut. Weil, Entschuldigung, viele Leute sagen ja, das ist Unsinn, weil. Und ich frage immer, warum? Weil
Ich sage, du bist ja auch jetzt hier. Wie sagt man, das Wunder der Geburt, ja, und das ganze Wunder, das dahinter steckt, das hast du einmal durchgemacht, sage ich, ja. Warum ist das nicht möglich zweimal? Ich meine, mit derselben Seele, die kommt ja irgendwo her, die hat nicht Vater und Mutter erzeugt, sondern die ist ja schon hier, weil ja jeder Mensch ist ein Individuum. Das müsste ich sein, genauso wie Vater oder Mutter oder eine Mischung, das ist aber nie der Fall. Das ist wirklich bei 10 Kindern in der Familie, das ist ein Individuum und die Essenz dessen, was man komprimiert, also die Essenz dessen, was man mitnimmt, auf diese Essenz wird wieder aufgebaut im nächsten Dasein und ich bin absolut davon überzeugt, dass das so ist. Das ist für mich keine Frage. Herr Stern, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich, Herr Czulnik, und verabschiede mich hier und seien Sie gegrüßt.